schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der Villa Viola. Kommt rein, ich zeige euch jetzt mein Haus. So, wir sind hier jetzt im Eingangsbereich. Also wenn wir hier reinkommen, das war auch das Erste, was mich fasziniert hat, diese Größe des Raumes. Ich bin in Pforzheim geboren, aber mit 10 Tagen wurde ich dann schon im VW-Bus nach Spanien gebracht und bin dort praktisch bis zu meinem 18. Lebensjahr gewesen. Als ich in der Schule war, habe ich wirklich meine Sommerferien immer hier bei der Oma in Pforzheim verbracht. Und ich glaube, da ist so ein bisschen was hängen geblieben. Also als ich dieses Haus gesehen habe damals, dachte ich, wow, ist das nicht dein Kindheitstraum gewesen? Weil ich Fliesen-Fan bin, habe ich dann angefangen mit dem Boden. Ich habe erstmal versucht, so ein paar Muster zu legen, dann haben die Fliesenleger mir das gesetzt. Dazwischen habe ich kleine mexikanische Fliesen gelegt. Die gefallen mir unheimlich gut, die lockern das so ein bisschen auf. Und haben auch gleich die Verbindung zu diesen spanischen Fliesen, die dort oben lang führen. Und das Blau vom Mittelmeer hat sich hier wieder gespiegelt. Ja, ich habe so ein bisschen, glaube ich, diesen spanischen, mediterranen, den katalanischen Stil gemischt und habe den hier nach Pforzheim in meine Villa geholt. Also dieses Haus ist tatsächlich auch, ich würde immer sagen, so mein Gesamtkunstwerk, mein größtes Kunstwerk, was ich je geschaffen habe. So, jetzt nehme ich euch mit nach oben. Dieses alte Geländer hier, das ist tatsächlich immer noch so erhalten, wie es damals war. Das haben auch die Handwerker nicht kaputt bekommen. Hier sind wir jetzt im ersten Stock oben und hier beginnen jetzt meine privaten Räumlichkeiten. Ich begrüße gern die Menschen, die hier hochkommen, ja, mit der Tapete, mit meinen Tieren. Und ich finde, das geht alles ganz schön ineinander über, also die Eidechse, die Tapete. Und ich will damit einfach auch zeigen, dass man viele Stile und viele Farben mischen kann. Da oben habe ich einen Wolfskopf, das ist eine Erinnerung an meinen Mann, der gestorben ist. Ich habe ihn immer Wölfchen genannt. Er war so ein Typ, so ein Wolf hat einfach zu ihm gepasst, so ein Machertyp. Also grundsätzlich stören mich Lichtschalter im ganzen Haus, so auch an dieser Wand. Und das Bild musste jetzt natürlich, und das kommt oft vor in diesem Haus, diesen Lichtschalter verdecken. Den mache ich jetzt wieder an. Also ich muss immer, um ihn an- und auszumachen, dieses Bild abhängen. So, dann gehen wir jetzt mal ins Wohnzimmer zusammen. Hier habe ich Hans und Erika, meine 2 Vitrinen aus den 50er Jahren. Und Hans und Erika deshalb, weil die den Eltern von meinem Mann gehörten. Und ich habe sie ihnen abgebettelt und habe das Holz durch Glas ersetzen lassen, habe das mit Gold angemalt, es wurde LED eingebaut und ich liebe die beiden. Also Hans beherbergt so ein bisschen die schönen Gläser, Erika hat eher so Kaffeekannen, Teekannen. Vieles bei mir hier ist gebraucht, zum Beispiel auch dieser Kamin. Den habe ich auch im Internet entdeckt und ich fand einfach, der passt so wunderbar hier rein, einfach zu der Villa. Und sowas bekommt man in neu einfach nicht mehr. Also wenn ich Möbel finde oder kaufe, dann geht es einzig allein um das Herzklopfen, was bei mir ausgelöst wird, wenn ich die sehe.
Also ich habe das Haus tatsächlich in ImmoScout gefunden, das war 2017. Also ich kam hier rein und habe gedacht, ja, das ist, also ich war eigentlich sofort begeistert, ich wollte es unbedingt haben. Es war ja auch noch so, dass das Haus früher gar nicht unter Denkmalschutz stand. Dass ich auf die Idee kam, ich müsste es unter Denkmalschutz setzen lassen, weil Pforzheim so wenig alte, erhaltene Häuser hat. Hat natürlich dann schon ein paar Einschränkungen gebracht, aber nicht viele. Also man muss bedenken, das war ein Pfarrhaus, in dem etliche Generationen an Pfarrerfamilien gelebt haben. Und dann wurde es im Laufe der Zeit ein bisschen, ich will nicht sagen verschandelt, aber es kamen normale Fliesen rein und es war alles so ein bisschen 50er-Jahre-Stil. Am Schluss hat sich dann doch herausgestellt, dass es gut wäre, wenn ein neues Dach drauf kommt. Da sieht man, wie das Haus eingerüstet ist. Die neuen Biberschwanz-Dachziegel liegen da auf der Straße. Und der Denkmalpfleger ist wirklich sehr regelmäßig vorbeigekommen und hat auch geguckt, dass jeder Zentimeter eingehalten wurde, auch bei der Neudeckung des Daches dann. Und also es wurde sehr genau uns auf die Finger geschaut. Und dann bin ich hoch auf dieses halbfertige Dach und konnte wirklich so über die ganze Stadt gucken. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich gedacht habe, würde es jetzt nicht unter Denkmalschutz stehen, dieses Haus, könnte ich da große Fenster machen und hätte diesen Ausblick auf immer und ewig. So, jetzt geht dieser eine Raum in den, ich sag mal, gemütlichen Raum des Wohnzimmers weiter. Hier ist im Prinzip meine, ja, ich nenne es mal so Kuschelecke, da ich ja selbstständig bin und sehr, sehr viel arbeite. Also ich stehe frühzeitig auf und arbeite meistens den ganzen Tag, so bis 8 Uhr ungefähr und dann wird mal Pause gemacht. Es gibt eigentlich gar keine weiße Wand bei mir, weil die farbigen Wände umarmen uns ja. Ich bin viel gereist und von diesen Reisen habe ich mir immer so Lieblingsobjekte mitgebracht. Aus Italien, aus Mexiko, aus Peru habe ich was mitgebracht, das ist wieder aus Sizilien, da unten aus Paris die Schale. Also es sind einfach so nicht zu viele, aber jedes Teil hat eine Geschichte und jedes Teil, da verbinde ich einfach was damit. Eins von den ganz wichtigen und schönen Stilmerkmalen von so alten Villen und Häusern sind ja diese Erker, die früher gebaut wurden. Und wenn man jetzt hier steht, man kann zu allen Seiten gucken, man kann über die Stadt gucken und vor allen Dingen, man kann im Winter den Tannenbaum hierher stellen. Okay. Ja, hier ist mein Wintergarten und das ist für mich ein ganz, ganz besonderer Ort. Also ich sitze hier, habe die Füße da oben und dann habe ich meine Tasse Tee und gucke raus in diesen Garten. Ich nehme euch mit in meine, ja, wie soll ich sagen, eigentlich in mein Herzstück des Hauses. Eine Küche ist ja immer so ein bisschen das Herzstück. Ganz wichtig bei der Planung war mir der Gasherd, weil so ein Haus muss einfach den Gasherd haben und darf kein Elektroherd haben. Darüber meine Fliesenkeramik, also so ein Stückchen alte Heimat. Dann auf dem Boden die Fliesen, das sind Maroni-Blätter, also Kastanienblätter. Im Garten stehen 2 Kastanienbäume. Also ich suche immer so ein bisschen auch eine Verbindung, wenn ich irgendwas hier schaffe. Jetzt nehme ich euch mit hoch in meine Privatgemächer. Kommt mal mit. Und hier darf normalerweise überhaupt niemand hoch. So, jetzt nehme ich euch mit ins Schlafzimmer. So,
So mit dem Bett auf dem Podest. Und das hat den Sinn, ich durfte ja wegen dem Denkmalschutz meine Fenster nicht tiefer ziehen. Ich hätte gern einfach eine größere Fensterfront gehabt und da musste hier ein Podest entstehen, wenn ich früh aufwache, dass ich dann aus dem Fenster gucken kann und die Stadt sehe. Es gibt auch einen Nachteil hier oben, also die Sonne geht ja da vorne auf und es wird sehr schnell sehr warm und sehr hell früh. Und dann habe ich gedacht, machen wir einfach eine Jalousie davor. Aber dann kam der Denkmalschutz. Und aus Denkmalschutzgründen darf man einfach keine Jalousie an der Außenfassade haben. Also es gab in diesem Haus ja keine Badewanne vorher und dieser Raum war hier abgeteilt. Das war so ein kleiner Raum, da haben die, glaube ich, früher Wäsche getrocknet oder so. So, jetzt gehen wir in das Bad. Also die Pfarrersfamilie hatte dieses eine Bad mit der Dusche und ein WC auf dem Stockwerk, noch ein WC drunter und noch mal eins. Also die hatten 3 WCs im ganzen Haus und dieses eine Bad nur. Ich habe jetzt 2 große Bäder und habe 5 WCs. Ich bin ganz alleine. So, jetzt habe ich euch mitgenommen in meinen Garten. Das war mir eigentlich, bevor das Haus überhaupt umgebaut wurde, das Wichtigste, dass dieser Garten schön wird. Und da hatte ich schon eine genaue Vorstellung, das Haus, Baujahr 1911. Also muss alles, was hier wächst und was ich hier pflanze, Obst sein, das es 1911 gab. Das ist Anneliese Rudolph, ein Pfirsichbaum, eine Goldpalmene, Quittenbusch, Kornelkirschen, dann die Feige, der Holunderbusch. Also über 40 Bäume sind das mit Sicherheit. Ich habe Unmengen an Sandsteinen gekauft, also diese ganzen Beete dort auch. Also den habe ich tatsächlich komplett aufgebaut, immer wieder mit dem Sackkarren oder getragen. Jetzt kommen wir zum Kernstück, weil in diesem Raum in meinem Atelier entsteht alles, was dieses Haus erhält. Hier verdiene ich mein Geld, hier lebe ich meine Kreativität aus und dann fange ich an zu malen. Wenn ich ein Bild beginne, weiß ich noch nicht, wie das aussieht, wenn das fertig ist. Ich finde das Haus gar nicht so groß. Ich lebe wirklich auf jedem Stockwerk. Jeder Raum hat so eine Funktion und jeder Raum gibt mir was Besonderes. Ich glaube, das ist deshalb mein Traumhaus. Ich glaube es nicht, ich weiß es, weil es so authentisch ist, weil es so echt ist, weil es so alt ist, weil es so viel Geschichte hat. Hier haben schon so viele Menschen drin gelebt. Über die Kriege hinweg haben hier schon Menschen drin gelebt. Und dieses Haus beinhaltet alles, was mein Leben ausmacht. Jetzt verabschiede ich mich von euch, von dem Rundgang durch die Villa Viola. Ich fand es total toll, dass ihr dabei wart. Wenn ihr noch mehr tolle Häuser, Villen oder Wohngelegenheiten sehen möchtet, ungewöhnliche Sachen, dann klickt hier oder ihr abonniert den Kanal. Macht's gut, tschüss!